Das Argument mit dem Geld ausgeben kommt immer mit den Leuten, die keinen Bock haben, sich alles zu erspielen. Zitat Ende. Also ehrlich gesagt, selbst wenn du bei dem FEC-Tournament mitmachen wollen würdest, würde ich behaupten, ich meine, es gibt noch nicht mal Infos dazu. Die kommen zwar wahrscheinlich bald. Aber aktuell gibt es noch nicht mal Infos, wo, wie, wann man sich registrieren kann. Also selbst als Free-to-Play hätte man es hinbekommen können, zumindest, also ich meine natürlich nicht perfekt, aber zumindest auf einen Equipment-Standard zu kommen, wo man definitiv hätte mitspielen können. Sicherlich, ob man gewinnt, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es geht dann nur darum, überhaupt mithalten zu können. Und ich meine, am Ende des Tages werden es 5 oder 10% mehr Schaden nicht zwingend entscheiden. Ab einem gewissen Grad kommt dann trotzdem auch die Teamkomposition und trotzdem auch ein bisschen, wer ist der bessere Spieler zum Vorschein. Man kann zwar nicht sehr viel falsch machen in Flive, also zumindest wenn man halt ein eingespieltes Team ist und so, aber Timings und sowas spielen ja auch immer noch eine Rolle. Und ich sag mal so, ab einem gewissen Punkt sind die Equipment-Unterschiede wirklich nur noch sehr geringfügig. Zum Beispiel 45% CD-Pad versus 43% CD-Pad. Oder perfekte Blessing of the Demon insgesamt. Also ich meine, das hat sowieso niemand. Aber theoretisch ein Ranger, mal angenommen, der wird auf Full Damage gehen. 3% Crit Damage ist Maximum. Das wären 5 mal 6%, das wären 30% Crit Damage vom CS. Das wird keiner haben, das ist literally fast unmöglich. Also das hat niemand. Das heißt, solange du auf vielleicht, sagen wir, 15% Free-to-Play kommst, oder 10 bis 15%, kann das auch schon kein gewaltiger Unterschied mehr sein. Also, alles möglich theoretisch. Man muss halt unfassbar viel spielen, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht unmöglich. Und am Ende des Tages muss ja jeder selber wissen, ob es einem das wert ist. Aber wenn man den Start gut mitgenommen hat, sind Free-to-Play eigentlich theoretisch keine wirklichen Grenzen gesetzt. Theoretisch. Aber natürlich spielt Glück und so weiter immer eine Rolle. Aber mal angenommen, du hättest niemals aufgehört, jeden Tag, wie die meisten von uns am Anfang, mal angenommen, niemand von uns hätte jemals aufgehört, Minimum 8 Stunden am Tag wirklich zu grinden. Also nicht spielen, sondern wirklich grinden. Und dann sowas wie Tower Dailies, Shops und so weiter. Ich meine, das würde ich jetzt nicht als unbedingt als Grinden bezeichnen. Das ist dann so das sind so die Nebentätigkeiten. Würde es wahrscheinlich so auf 8 bis 10 Stunden dann kommen. Aber mal angenommen, du hättest niemals aufgehört. So die ersten paar Wochen haben wir die meisten Leute so übertrieben. Also schon seit Wochen nicht mehr. Für die meisten wieder Alltag. Maximal vielleicht allerhöchstens 5 Stunden pro Tag. Meistens vielleicht sogar eher weniger. Das ist schon viel Zeit, die man dann nicht gespielt hat, wo man theoretisch auch noch hätte spielen können. Natürlich ist es unrealistisch, dass man so viel so lange spielt über so einen langen Zeitraum. Aber wenn du niemals aufgehört hättest, dann wären die meisten von uns Free-to-Play nochmal viel weiter vorne. Und das meiste in Flive Universe ist ja doch gecapped. Ich meine, sobald du ein 45% Crit Damage Pad hast, ist es fertig, zum Beispiel. Sobald du Ultimate Schmuck plus 5 hast, und Ultimate Schmuck plus 5 ist jetzt auch nicht mal so ultra unfassbar unrealistisch, da du ja Doppel-Upgrade wieder hast. Pro Teil sind es 50 Oris, das sind 250 Oris. Ich habe allein auf meinen beiden Charakteren fast 70 Oris Seen gebunden. Und das ist ein Drittel der gesamten Oris, die du für ein komplettes Schmuckset plus 5 bräuchtest und so weiter. Also das ist alles gar nicht so unrealistisch. Also schon, weil keiner realistisch jeden Tag Minimum 8 Stunden grindet. Über Monate hinweg. Aber wenn man Vollzeit arbeiten geht, Haus, Frau und Kinder hat, nicht möglich. Das stimmt, aber ich meine, was ist dann das Argument? Ich meine, du kannst dich ja nicht mit jemandem, wenn du Hausfrau, Kind hast und Vollzeit arbeiten gehst, kannst du ja nicht mit jemandem vergleichen, der kein Haus, na gut, das Haus spielt eigentlich keine Rolle, würde ich sagen. Ich meine, jeder wohnt irgendwo. Aber wenn du keine Frau und keine Kinder hast und vielleicht nur Teilzeit arbeitest,
oder gar nicht. Ich meine, wo ist der, also was ist der Sinn davon, sich überhaupt mit jemand anderem zu vergleichen, der nicht exakt die gleiche Lebenssituation hat? Ist ja Schwachsinn. Natürlich wird er dann mehr reißen. Natürlich wird er jeden Tag mehr spielen. Natürlich wird er dann schneller leveln, mehr Geld haben, mehr Runs machen, mehr whatever machen. Da ist ja gar keinen Sinn, sich dann zu vergleichen. Also ich meine, wenn du dich wirklich vergleichen willst, kannst du dich nur mit jemandem vergleichen, der wirklich exakt die gleiche, und das gibt es ja sowieso so gut wie gar nicht, Lebenssituation hat. Weil wenn du zum Beispiel nur Vollzeit arbeitest, in Anführungszeichen, dann könntest du easy 8 Stunden am Tag zocken. Mal angenommen, meine frühere Lebenssituation wäre gewesen, mittlerweile auch mit Homeoffice. Früher gab es da kein Homeoffice, das war ja noch weit vor Corona. Da habe ich 10 Minuten zur Arbeit gebraucht. Und wie gesagt, jetzt heutzutage hätte ich da auch Homeoffice gehabt, also gar keinen Arbeitsweg mehr. Dann hätte ich 8 Stunden gearbeitet, also mal angenommen, ich würde um 8 aufstehen, 8 Stunden arbeiten bis 16 Uhr. Dann könnte ich theoretisch plus minus 8 Stunden zocken bis 0 Uhr. Und dann zwischendurch noch essen und pipapo, eine Stunde oder was auch immer. Wäre grundsätzlich realistisch. Wenn ich keine anderen Verpflichtungen mehr hätte. Grundsätzlich. Am Wochenende dann halt wiederum mehr. Plus am Wochenende noch alles andere erledigen, wie einkaufen und solche Geschichten. Wo du dann die 8 Stunden Arbeit nicht hast. Ist nicht so unrealistisch. Aber wie gesagt, mit so jemandem brauchst du dich ja nicht vergleichen, wenn du noch ganz andere Verpflichtungen hast, die dieser jemand nicht hat. Das ergibt ja keinen Sinn. Aber es ist ja auch Schwachsinn, es ist ja nur ein hypothetisches Gefasel. Es ging jetzt ja nur darum, wie gesagt, auf das FWC-Thema mit dem Turnier und so weiter hin. Weil das ist ja auch der einzige Punkt, wo man sich wirklich vergleichen muss. Ansonsten ist ja vollkommen egal, wie viel jemand spielt oder wie viel Geld er hat oder was auch immer. In Flive kann dir ja vollkommen egal sein. Das beeinflusst ja dein Gameplay nicht, das beeinflusst deine Experience nicht, das beeinflusst deine Items nicht, es beeinflusst dein Equipment nicht, es beeinflusst überhaupt nichts. Wenn jemand anders mehr Geld hat, mehr Glück hat oder mehr gecashed hat. Es spielt erst dann eine Rolle, wenn du tatsächlich bei dem FEC mitmachst, also bei dem PvP oder bei dem PvE-Tournament. Erst dann spielt es eine Rolle. Und wie gesagt, wenn es einem wirklich so wichtig wäre, dass man da gewinnt oder was auch immer, dann hätte man halt mehr cashen oder mehr spielen müssen. Und wenn man die Zeit dafür nicht hat, dann finde ich, ergibt es wenig Sinn, sich zu sagen oder sich fertig zu machen deswegen, weil dann weißt du ja, woran es gelegen hat. Du hattest keine Zeit und oder kein Geld dafür. Und dann ist es halt so. Aber wenn du von Anfang an dein Ziel ist, da mitzuspielen und so, und du es wirklich willst und ich sage jetzt mal nicht noch 10.000 andere Verpflichtungen hast, wie 80 Kinder und so, 80 Kinder, 80 Frauen oder 80 Jobs, dann geht das grundsätzlich schon, auch Free-to-Play. Man muss halt, wie gesagt, sehr viel spielen. Aber wenn man wirklich Bock darauf hat, dann sollte es in der Regel schon klappen. Also außer man hat sehr viel Pech. Ich meine, es gibt natürlich trotzdem noch den Faktor Glück, den man nicht unterschätzen darf. Weil theoretisch könntest du 500 Wilds Runs machen, keinen einzigen Bogen, keine einzige Axt, keinen einzigen Knuckle, nur Jojos und Big Swords droppen. Du könntest 500 Kretons machen und keine einzige Jahreswaffe droppen. Aber da kommt dann eben der Faktor Zeit ins Spiel, weil je mehr du spielst, je öfter du es machst, desto unwahrscheinlicher wird es. Eigentlich fast unmöglich ab einem gewissen Punkt, dass du gar kein Glück jemals irgendwo hast. Theoretisch unmöglich.